Okay, meine lieben Freunde, Leuchten EDV, Teil 3 der ganzen Paperless-Geschichte. Paperless-Dokumente hinzufügen, Grundlagen. Gut, schauen wir uns mal die ganze Geschichte an. Wir werden Dokumente zu Paperless hinzufügen, uns mit den Grundlagen der Möglichkeiten beschäftigen, wie man das denn tun kann. Also wie bekomme ich ein Dokument zu Paperless hinein? Und dann, wie werde ich dieses Dokument entsprechend klassifizieren, zuweisen den ganzen Parametern, den Metadaten, wie man so schön dazu sagt. Also sprich, Korrespondent, mit wem habe ich geschrieben, welches Datum, welches Dateiname, welcher Ablagepfad und welche Dokumentenklasse bzw. Art denn unser Dokument ist. Machen wir den erst Theorie und dann zeige ich euch die ganzen Dinge in der Praxis. Dann kann ich nämlich gleich ein paar Sachen aussparen, weil wir werden nicht alles durchgehen. Ein paar Dinge sind einfach für den Normalanwender jetzt so nicht brauchbar und sind dann weiterführend. Als erstes haben wir die Möglichkeit E-Mail-Import. Wir haben also die Möglichkeit, E-Mail-Konten im Paperless zu verknüpfen und Paperless dann zu sagen, hol mir alle E-Mails raus, die zum Beispiel an eine E-Mail gesendet worden sind. Wenn ich zum Beispiel eine extra E-Mail-Adresse habe, kann ich mir die einrichten, Paperless Import zum Beispiel. Dann schicke ich einfach alles auf Paperless Import und er holt mir die ganzen E-Mails einfach alle rein. Eine Variante. Zweite Variante ist, ich sage Paperless, pass mal auf, du überwachst mir dieses Postfach und holst mir bitte alle E-Mails raus, die Rechnung beinhalten, die eine Rechnung darstellen. Die kannst du dann auch aus dem Postfach löschen lassen, die sind dann bloß noch in Paperless vorhanden und liegen dort im Posteingang. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Teil jetzt dann noch extra ein Video zu mache oder zum Schluss, aber ich denke schon, werden wir dann sehen. Behandeln wir jetzt auf jeden Fall erst einmal nicht, weil das ist für die normalsterblichen Anwender und Einsteiger überflüssig. Dann gibt es einen Verbraucherordner. Den Verbraucherordner ist ein Kernstück Paperless Nginx Workflow und man kann dort einfach Dokumente reinlegen. Paperless erkennt dieses und verarbeitet die automatisch. Braucht man sich also nicht weiter drum kümmern. Diesen Ordner muss man sich allerdings erst freigeben. Zeige ich euch nachher, wie das funktioniert. Die Standardmethode, die ihr wahrscheinlich nutzen werdet, ist Web-Upload, die Möglichkeit Nummer 3. Einfach die Dateien in die Web-Oberfläche vom Paperless hineinzuziehen. Das haben wir im Paperless Vorstellungs-, also im ersten Teil gemacht. Da haben wir das kurz gesehen. Dann, was wir auch nicht behandelt werden, ist die Reset-API. Da kann man dann Skripte und Programmanwendungen machen und automatische Abläufe. Das ist jetzt für den Standardbenutzer hier auch erst einmal irrelevant. Da kann man dann vielleicht Zweifelsfall, wenn Interesse besteht, ausreichend Interesse, da mal ein Video machen. Das wird aber etwas aufwendiger. Inoffiziell mobile App. Mobile App ist noch ein anderes Thema. Es gibt eine, die ist gut. Es gibt eine, die war sehr gut, wird nicht mehr gepflegt. Und es gibt eine, die kostet Geld. So ist die Welt der Apps bei iOS, also bei Apple. Und bei Android gab es wohl auch mal die App, die auch bei iOS nicht mehr gepflegt wird. Ansonsten gibt es unter Android keine App, da musst du die Web-Oberfläche vom Paperless benutzen. Funktioniert aber genauso recht gut. Also App oder Mobiloberfläche, das macht eigentlich keinen Unterschied. Reißen wir hier auch nochmal ganz kurz im Thema an, wenn es in das Video noch reinpasst. Ansonsten gibt es mobile Apps nochmal ein extra Video. Ich tippe aber fast auf das extra Video. Dann fangen wir mal an mit Punkt 1. Wir nehmen unser Verbraucherordner, unseren Customizer-Ordner. Gut, dann brauchen wir jetzt erst einmal eine Freigabe. Wir haben hier unter Docker Folgendes bei der Installation eingerichtet. Und zwar in der Docker Compose haben wir gesagt, wir möchten ein Volume mounten, das heißt Konsume. Das ist dieses Verzeichnis. So, dieses Verzeichnis ist jetzt allerdings nach der Installation nicht freigegeben. Das heißt, du hast keine Netzwerkfreigabe. Das ist alles nicht so schlimm, denn wir können diesen Ordner Konsume jetzt hier natürlich im Windows sagen Freigabe. So, und dann nennen wir den nicht Konsume, sondern ich nenne den jetzt einfach mal Paperless Import. So, dann machen wir eine Freigabe. Fertig. Erweiterte Freigabe. So, Berechtigungen, jeder, Vollzugriff, okay. Da könnte man jetzt noch reinschreiben, Importverzeichnis für Paperless, ja, machen wir. Sagen wir auch übernehmen, sagen okay. Dann bei Windows ist es ja so, die Änderungen, Freigabe werden erst übernommen, wenn man das Freigabefenster auch wirklich schließt.
Da fällt mir jetzt gerade noch ein, das sollte man immer überprüfen. Sicherheit, System, ich darf zugreifen, Administratoren dürfen zugreifen, jeder darf jetzt nicht zugreifen. Das ist ein Verzeichnis, das würde ich jetzt zum Beispiel einfach für jeden freigeben, weil jeder soll ja irgendwie hier auch Dokumente einstellen und die lokale Windows 11 Sicherheit spielt da eben mit rein. Das heißt, ich habe zwar eine Freigabe, aber ich darf in der Freigabe dann nichts machen. So, Name überprüfen, jeder ist drin. Dann habe ich noch immer so einen speziellen Benutzer, den ich gerne noch so dabei habe als Sicherheit, damit ich hier nicht ausgesperrt werde von irgendwelchen Windows-Aufhängern. Dann lasse ich jetzt Vollzugriff zu. Ich möchte hineinkopieren, verschieben, bitte editieren, alles. Ich möchte hier alles in dem Verzeichnis machen können. Und damit ist dieses Verzeichnis freigegeben. Früher hat man hier dann immer so eine Hand davor gehabt, als Zeichen, dass dieses Verzeichnis freigegeben ist. Ist leider auch nicht mehr der Fall, aber na okay, gut. Man kann mit allem leben. Gut, nachdem Paperless uns jetzt wahrscheinlich das Dokument dann nicht importieren wird, müssen wir in der Docker Compose noch eine kleine Änderung vornehmen, wenn ich das Customer-Verzeichnis verwenden möchte. Und zwar mache ich das hier unter Environments. Da mache ich eine Leerzeile rein und füge mir den Wert ein. Paperless Consume Polling. Doppelpunkt. Und dann gebe ich hier eine Zahl in Sekunden ein. So, alle so und so viele Sekunden soll er das pullen, also das Verzeichnis auslesen. Ich mache jetzt hier 600 Sekunden alle 10 Minuten. Finde ich reicht absolut aus. Ihr könnt es auch auf 60 Sekunden setzen, dann habt ihr alle Minute einen Abruf drin. Halte ich für überzogen, beansprucht ist das Netzwerk zu stark. Ich würde eigentlich den Wert auf 30 Minuten oder 60 Minuten hochsetzen. Gehen wir hier raus. Wir müssen natürlich jetzt neu starten. Das heißt, wir müssen unsere Paperless Engine neu laden. Docker Compose down. Wie gesagt, ich arbeite bevorzugt mit den Compose-Dateien. Wenn du Portainer benutzen willst und dir Portainer da rein installierst, kannst du das natürlich auch im Portainer machen. Dann führst du die Änderungen aus und bestätigst das halt dann mit Deployed. Dann ich fahre meine Container wieder hoch. Das geht jetzt recht schnell, ist auch schon fertig. Aber das täuscht, weil Nginx erst im Hintergrund sein ganzes Zeug hochlädt. Das heißt, der wird noch gar nicht verfügbar sein. Ja, Fehler beim Laden, weil der Server noch am Starten ist. So, wir gehen jetzt mal rüber auf meinen Mac. Gut, dann brauche ich natürlich irgendeine Datei, die ich auch einlesen, auslesen kann. Dann nehme ich hier mal Apple, das ist schön auffällig. Kopiere mir das. So, und jetzt gehen wir mal rüber auf unseren Server. Netzwerk, Legend, das ist mein. Und hier habe ich jetzt Paperless Import, unsere Freigabe, die wir uns angelegt haben. Kann man sich dann mit NetStartup oder was immer du auch verwendest, deine Konstellation festes Laufwerk zuweisen auf allen Netzwerkmaschinen zum Beispiel oder das Laufwerk dauerhaft verbinden, dann ist das nicht gegeben, dass du halt nicht alle Nase lang das Laufwerk neu verbinden musst. Ich setze mein Objekt hier ein. Das ist eine Apple Message. Die schauen wir uns dann mal hier drüben an. Dann gehen wir mal auf Startseite. Und er müsste dich jetzt eigentlich einlesen. Ich schalte euch derweil mal kurz auf Pause. So, und wie wir jetzt hier sehen, haben wir hier unten Hinzufügen abgeschlossen. Apple iOS und iPod OS 26. Können wir jetzt ausblenden, haben wir da. Das ist hier. Können wir uns auch ganz kurz aufrufen. Ja, sehen wir auch schon, haben wir alles da. Passt. Dann schauen wir noch mal ganz kurz hier rüber in unseren Paperless Import Ordner und ihr seht, die Datei ist importiert und sie ist leer. Das Paperless Verzeichnis ist leer und damit ist die Datei auch verarbeitet und gelöscht worden. Das heißt, das Verzeichnis braucht ihr nicht weiter pflegen. So, wir bleiben auf unserem Mac Vollbildschirm. Ich habe hier immer so viele Fenster, die sich rein öffnen. Das ist einfach einfacher. Es ist ein bisschen kleiner, man muss ein bisschen genauer hingucken, gebe ich zu. Aber dafür seht ihr auch wirklich alles. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Dies ist keine bezahlte Werbung. Ich kriege von Paperless oder von Nginx keinen einzigen Cent dafür. Ich habe auch keinen Vertrag mit denen oder sonstige irgendwelchen Kooperationen. Das ist rein, was ich verwende, was ich euch zeigen will und euch beibringen will, wie es funktioniert.
Gut, dann, wenn du es gut findest, was ich hier mache und den Kanal vielleicht finanziell unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du am Ende der Videobeschreibung. Gut, das mal so zu den allgemein kurzen Formalitäten. Zurück zum Hinzufügen von Dateien zu Paperless. Also unser Apple-Teil ist da. Bleiben wir mal ganz kurz im Finder. Ich habe jetzt noch was vorbereitet. AliExpress. Ja, ich weiß, Ali ist in Europa total verschrien. Hier in Asien ist es einer der Top-Lieferanten wie Amazon. Aber okay, gut, bleibt dahingestellt. Das ist der Weg, den die meisten so benutzen werden, Dateien zu Paperless hinzuzufügen. Klicken, halten, hier reinziehen und es wird grün. Dann kann ich loslassen, dann heißt es auch schon beginne Upload. Hier unten sehe ich auch die Verarbeitung. Dauert einen kleinen Moment. Wir brauchen aber jetzt nicht darauf warten, wir nehmen das nächste. Das ist eine weitere Möglichkeit. Hier ist Dokumente hochladen. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel Anytime Mailbox mal dazu nehmen. Das möchte ich auch haben, Anytime Mailbox. Auch hochladen. So, dann sehe ich auch hier, jetzt habe ich schon die nächste Datei, die hinzugefügt wird. Die ist schon abgefertigt, AliExpress, und die läuft noch. Gut, das war's und beide Dateien sind drin. Jetzt kann ich mir hier die ausblenden lassen, die abgeschlossenen. Das ist, ups, und dann sind die weg. Und so einfach kriegt ihr eure Dokumente hier hinein. Es ist wirklich sehr einfach. Das sind also mal so die Standardwege, die man benutzt. Und jetzt kommt mal eigentlich so das bisschen Einpflegen. Nehmen wir mal hier wieder von Apple. Ich klicke das zweimal an. Eine Angewohnheit, die ich zum Beispiel habe, ich habe hier immer das Originaldatum, das Ausstellungsdatum. Es gibt im Paperless zwei Daten, die ihr berücksichtigen müsst, wenn ihr das Datum hier verwendet. Das einmal ist das Erstelldatum und was ihr nicht seht, ist das Einstelldatum, also das Verarbeitungsdatum im Paperless. Hier arbeiten solltest du prinzipiell immer mit dem Erstelldatum, ne? Also hier 19.07.2025, damit solltest du auch hier arbeiten. Ich habe das so eine Angewohnheit, ich speichere die immer ab, so die Dateien, wenn ich sie mal nicht im Paperless drin habe, sondern irgendwo anders, habe ich auch meine Datumsablage. Und Jahr, Monat, Tag bringt mir halt immer die Sortierung IT-technisch nach Datum, wie ich es haben möchte. Oben das alte Zeug, unten das neue. Ist eine Geschmackssache. So, Apple habe ich hier noch nicht drin. Korrespondenten. Da gehen wir dann ganz gemütlich nochmal ausführlich drauf ein im Video. Die Dokumententypen und so weiter. Ich will das Video jetzt hier einfach nicht zu lange machen. Korrespondent ist immer der, mit dem wir Kontakt haben. Das wäre in dem Fall die Firma Apple. Da kann ich jetzt sagen, okay, habe ich nicht. Dann drücke ich die Enter-Taste. Wenn ich die Enter-Taste drücke, bekomme ich automatisch neuen Korrespondenten erstellen. Kann ich einfach so übernehmen. Er schlägt nach wie vor Facebook vor. Das ist die AI, die im Hintergrund sitzt. Die ist einfach noch nicht so fit. Dafür haben wir noch zu wenig Dokumente. Dann kann er das verarbeiten. Dokumententyp ist Infos und Newsletter, würde ich sagen. Was anderes ist das hier nicht. Das ist eigentlich ja bloß eigentlich ein hübsches Bild mit einer Beschreibung dazu. Okay, da gibt es ein neues Update. Infos und Newsletter, das hat er auch so erkannt. Das lassen wir. Gehen wir auch noch drauf ein, Dokumententypen. Die kann man hier dann alle verwalten, wie ihr seht. Das ist ja alles sehr schön aufgeteilt. Und der Speicherpfad, da wird es dann ganz interessant bei den Speicherpfaden. Das ist in dem Fall jetzt privat. Da gibt es auch nichts anderes momentan. Wenn du da noch keinen drin hast, hast du jetzt Standard drin stehen. Das braucht dich jetzt auch nicht zu beeinflussen. Das kannst du auch mal so lassen. So, was wir hier machen, wir schmeißen jetzt hier einfach mal Posteingang noch mit raus. Speichern und schließen. So, damit ist das bearbeitet. Wenn ich jetzt in den Posteingang reinschaue, irgendwie ist er gerade sehr schnell, der Rechner, ich weiß gar nicht. Dann sehe ich hier, das Apple ist raus, Alibaba ist noch da, alles bestens. Und wenn ich unter Dokumente gehe, dann sehe ich entsprechend hier auch meine Dateien alle, auch inklusive Posteingang. Da sehe ich auch hier noch nicht bearbeitet, ne? Noch nicht abgelegt. Dann haben wir hier noch den zum Hinzufügen die Reset API. Darauf werde ich überhaupt nicht eingehen. Wenn da Interesse besteht, bitte sich an die KSC wenden. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Das ist eine High-Business-Sache. Das hat für Privatanwender und so eigentlich überhaupt nichts zu tun. So, dann bleiben uns noch die mobilen Apps. Da habe ich schon erwähnt, da gibt es 3 verschiedene. Für iOS, für Android ist es leider recht spärlich. Da gehen wir aber dann nochmal in ein extra Video drauf ein. Das wird doch nicht allzu lang dauern. Dann hoffe ich, dieses Video hat dir weitergeholfen und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig.
Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann, wie gesagt, produziere ich diese Videos in meiner privaten Freizeit, auf meine privaten Kosten. Ich habe keine Werbe- oder Kooperationsverträge und damit keine Einnahmen. Wenn du es also gut findest, was ich hier mache, dann würde ich mich über eine kleine Spende sehr freuen. Spendenlinks findest du unten auch in der Videobeschreibung. Ansonsten, wie auch erwähnt, möchtest du weitergehende Probleme haben oder weiterführende Hilfe benötigen, Probleme mit deinem Netzwerk, mit deinem Einzel-PC hast, mit deinem Computer, mit deinem Notebook, mit Windows, mit Linux, mit Mac, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Da wirst du geholfen bei 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, einfach Auftrag gegen Rechnung. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Anschauen des Videos und bis zum nächsten Video. Ciao.